Jetzt? Dann nochmal die Klappe. Dann bitte sehr. Leuchtfokus, okay. Ja. Also, leg los? Ja. Okay, also, wie bist du zu dem Punkt gekommen, an dem du jetzt bist? Also ich bin dazu gekommen, wo ich jetzt bin. Hört sich ein bisschen komisch an, oder? Eigentlich habe ich studiert. Also ich habe mein Abi gemacht in Deutschland. Ich komme ja ursprünglich gar nicht aus Deutschland. Habe mein Abi gemacht und habe mich dann zuerst in Jura eingeschrieben, wie der Gianni. Ja. Bei mir hat das andere Gründe gehabt. Ja. Und zum Schluss habe ich Musikwissenschaften studiert, weil ich immer mit Musik zu tun hatte. Ich bin klassisch Klavier ausgebildet und habe mir dann mit 12 selbst Gitarre beigebracht und dann später auch Bass gespielt. Also Musik war immer irgendwie ein großes Ding in meinem Leben. Und dann habe ich während der Semesterferien ein Praktikum beim Gitarrenbauer gemacht. Und der damalige Ausbildungsmeister hat gemeint, hey Nick, das ist ganz fein, was du da mit den Händen machst. Wenn du Lust hast, wir bieten dir jetzt mal hier eine Ausbildung an. Und ich habe ja meine erste Gitarre eigentlich in der Schule angefangen zu bauen mit 16 Jahren. Und das war für mich hier, wow, klar, mache ich, ja. Das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ja. Ich habe dann die Ausbildung fertig gemacht und dann für unterschiedliche Läden immer mal so halbtags gearbeitet. Aber meine kleine Werkstatt, wo ich meine Kunst hofiert und produziert habe, habe ich immer gehabt. Alles sehr klein, alles sehr minimalistisch, genauso wie es immer noch ist. Also da hat sich nicht viel getan. Deswegen sitze ich hier. Eigentlich sitze ich hier aus dem Grund, weil ich das mache, worauf ich Lust habe. Ganz einfach. Hast du dann jemals gezweifelt, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest? Also eigentlich habe ich nie dran gezweifelt, weil wenn du an etwas zweifelst, denkst du auch über irgendwas nach. Also ich habe eher getan als gedacht. Ob das jetzt für jeden so gut ist, weiß ich nicht, aber für mich war es der richtige Weg. Also ich habe immer gemacht, habe mir auch nie Gedanken gemacht. Ich meine, wenn du im ersten Lehrjahr, Entschuldigung, kannst du ja schneiden, oder? Wenn du im ersten Lehrjahr irgendwie 280 Mark verdienst, dann kannst du davon ausgehen, dass dir das Geld nicht unbedingt das Wichtigste ist im Leben. Ja. Ich habe halt immer gern was mit den Dingen gemacht oder mit Händen erschaffen und immer was Kreatives. Das ist jetzt so ein Modewort, kreativ, aber also ich habe das irgendwie immer in mir drin gehabt. Ich mache ja nicht nur Gitarren, ich mache auch Bilder, habe Kunstwerke gemacht und da ist halt immer irgend so ein innerer Antrieb, der dir sagt, das muss raus aus dir, warum auch immer. Also ich habe nie nach dem Grund gesucht und das ermöglicht mir halt diese Arbeit. Ja. Und auch eigentlich mehr so die Freiheit, die ich in meiner Arbeit habe. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass du, oder zumindest für mich, das, was ich tue, so machen kann, wie es aus mir rausgeht. Ja. Und das ist gut für den Seelenfrieden. Glaube ich. So. Gab es trotzdem irgendwann mal größere Hürden, die du überwinden musstest, um an den Punkt zu kommen, an dem du jetzt bist? Also Hürden hast du immer, egal was du tust. Ich hätte jetzt genauso gut, was ich eigentlich werden, oder was ich gedacht habe, was ich werden möchte oder könnte, Zahnarzt. Aber ich glaube auch, weil das halt auch so was Filigranes und so Sachen, in die du dich halt so reinfuchsen musst, die du nicht nebenher erledigen kannst. Den Job, den ich mache, den musst du bewusst machen, ja, und da musst du auch eine gewisse Ruhe haben oder eine innere Ruhe haben, sonst dattern dir in die Hände und du darfst auch nicht so die Angst vor dem haben, was du da so tust, ja. Und die wird dann auch immer geringer, je länger man das macht, ja, weil der Spruch Übung macht den Meister ist nicht erst jetzt zum ersten Mal gefallen, den gibt es schon lange und das hat auch so seinen Sinn. Und ja, also gezweifelt habe ich nie. Also ich habe wirklich nie gezweifelt daran, dass ich davon einigermaßen okay existieren kann. Und es ist mir eigentlich auch primär nicht wichtig, was morgen passiert. Also wenn jetzt jemand sagt, Nick, morgen kannst du kein Werkzeug mehr anfassen, ist meine Denke dann so, ja geil, 50 Jahre hab ich das gehabt. Also das kann mir keiner nehmen, dass wenn ich dann irgendwann mal datternd im Rollstuhl sitzt und irgendwie keinen Gedanken geradeaus fassen kann, habe ich das gemacht. Das ist eine Basis, die
irgendwie wundervoll ist, ja. Macht ein gutes Gefühl in einem, so bei mir. Gibt es was du jungen Leuten raten würdest, die jetzt sich Gedanken machen, was mache ich mit meinem Leben und nicht wissen, und es gibt so viele Entscheidungen zu treffen? Also wenn du mich fragst, machen sich junge Leute zu viel Gedanken, ja. Also die sollten lieber was machen und das sage ich jetzt nicht als Vorwurf, sondern als Motivation. Ich habe immer viele Praktikanten gehabt in den Firmen, wo ich gearbeitet habe und war da stellenweise richtig erschrocken. Ich habe es dem Gianni mal erzählt, dass einer hat mal gemeint, als ich ihn gefragt habe, du, was hast du denn Lust, was willst du mal werden? Seine Antwort war, ich möchte nicht harzen. Ich wusste erst gar nicht, was das heißt. Ja? Also er will nicht in Hartz IV rutschen. Ja? Also ich habe nie einen Gedanken dran verschwendet, dass mir sowas widerfahren könnte. Ja? Das hat jetzt nichts mit positivem Mindset zu tun. Das hat mir keiner beigebracht. Aber wenn du Dinge mit den Händen machst, dann zeigt es dir einmal die Grenzen auf. Ja? Es zeigt dir aber auch die Möglichkeiten auf. So, Simone, was willst du wissen? Ja, du meinst, dass sich junge Leute oft Grenzen setzen selbst und wenn sie nicht wissen, was sie machen wollen. Ja, es ist eher so, dass ich weiß, was ist immer so leicht zu sagen, wenn du ein bisschen älter bist, weil ich meine, ich war ja auch mal 20 und ich weiß, dass das auch alles sehr belastend ist, ja, und aber ich bin ein Kind der 80er. In den 80er Jahren war alles machbar. Also du konntest von Rockstar bis Supermaler, der einen Haufen Geld verdient, alles werden, zumindest im Gedanken. Also es war einfach alles irgendwo ein Stückchen freier. Ich rede jetzt nicht von den 70er Jahren, die da halt irgendwie so eine andere Attitude hatten, aber in den 80ern, da war so viel möglich, ja. Und oft habe ich das Gefühl, dass sich die Leute oder die jungen Leute selbst so viele Schranken auferlegen, indem sie sofort den absoluten Perfektionismus an den Tag legen müssen. Das kann nicht funktionieren. Ich mache heute jeden Tag Fehler, ja. Aber das ist ein Teil des Lebens. Das ist der Stein, der dich schleift, ja. Der dich dazu macht, wenn du das 5-mal gemacht hast, beim 6. Mal machst du es richtig, dann speicherst du das ab und dann kann dir auch keiner was erzählen. Weil dann hast du es erfahren. Du weißt, wie es geht. Das ist safe. Das nimmt dir keiner weg. Fertig aus, ja. Also keine Angst haben, vor allen Dingen keine Angst haben vom Tun. Nur jemand, der nichts tut, macht auch keine Fehler. Nicht, dass es geil ist, Fehler zu machen. Also ich meine, ich denke mir auch nicht, oh geil, jetzt habe ich es total verbockt. Kann ich es direkt nochmal machen? Das ist natürlich nicht toll, ja. Aber es gehört dazu. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo du dann halt so, oder bei mir war es so, da hast du so eine Basic, also wie so ein Arsenal, wo du halt hier reingreifst, da reingreifst und dann kommst du in diesen Flow. Und das ist das Wichtige, ja. Das habe ich vielleicht in meiner Arbeit ganz besonders, ja, und vielleicht liebe ich das auch deswegen so sehr, weil mir, selbst wenn sich das jetzt ein bisschen paradox anhört, die Arbeit auch immer irgendwie ein Stück weit Ruhe und Gelassenheit vermittelt, ja. Also zum Beispiel, wenn ich meine eigenen Gitarren baue, bei mir kann man ja nichts bestellen. Ich mache das ja, das ist dann so meine Kunst, ja. Da gehe ich auch nicht ran, wenn ich genervt bin oder wenn ich einen riesen Stress im Rücken habe oder sowas. Das mache ich nur aus der Ruhe heraus. Ansonsten mache ich es nicht, ja. Und das ist ein Stück weit auch Selbsttherapie, wenn du so willst. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, mach's einfach. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, dann musst du es halt nochmal. So ist es halt, ja, fertig. Bei mir nicht anders. Würdest du sagen, das ist auch was so dir an deiner Arbeit am meisten gefällt? Also so diese innere Ruhe und vielleicht auch das Schaffen ohne Maschinen und mit den Händen, oder? Also es ist ja so, dass ich würde ja auch hier nicht sitzen, ja, wenn ich da nicht auch so ein Stück weit ein Botschafter der Hände, ein Botschafter der Hände ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich glaube, da musst du jetzt auch nicht unbedingt eine Gitarre bauen, ja. Das langt, wenn du irgendwie einen Garten umgräbst und ein bisschen in dich reinfühlst, merkst du, dass es dir nicht schlecht tut, ja. Ja, vielleicht hast du ein bisschen Rückenschmerzen, aber ich glaube, dass das Tun an sich was Menschliches ist und irgendwas ist, was einen wieder ein bisschen zurück zu dem bringt, wo wir eigentlich herkommen, nämlich aus der Natur. Für mich ist Natur ganz wichtig. Ich habe noch nie aus dem Stress irgendwas Geiles gemacht, ja.
ich habe immer nur tolle Sachen gemacht, wenn sie aus der Ruhe kamen. Und das ist entweder beim Radfahren oder im Wald schlafen oder irgendwie am Meer sitzen oder aus dem Nichts tun. Es gibt keinen positiven Stress. Also ich habe auch lange dran geglaubt, dass es auch gut ist, mal ein bisschen Druck im Keller zu haben, ja, aber für mich funktioniert das nicht, ja. Aus der Ruhe heraus entstehen die Dinge, die guten. Und die wollen wir ja eigentlich machen. Würdest du dann sagen, dass deine Persönlichkeit deine Arbeit beeinflusst oder vielleicht auch ein bisschen andersrum, dass deine Arbeit deine Persönlichkeit beeinflusst? Ob jetzt die Persönlichkeit die Arbeit beeinflusst oder umgekehrt. Also natürlich ist das, was ich mache, sehr exotisch und auch für ganz viele Leute sehr interessant. Also egal, wo du bist, in welchem Kreis. Manchmal versuche ich das auch zu vermeiden, zu erwähnen, was ich so mache in meinem Leben. Weißt du, es ist am Ende ist es dann doch auch nur eine Arbeit, ja. Also am Ende bin ich dann auch der Nick, ja, ohne Nick, der Gitarrenbauer. Aber der Weg dahin, das zu erkennen, das ist natürlich wunderbar und wirklich, wenn du willst, eine Gabe ist, sowas machen zu dürfen. Am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch. Also eigentlich ist es nicht wichtig. Ja? Es ist nicht wichtig, was man tut. Es ist viel wichtiger, dass wenn man es tut, man es mit dem Gedanken tut, nichts Schlechtes damit anzustellen. Ja? Und das reicht auch schon. Also nicht, dass ich hier jetzt Guru bin und irgendwie irgendeine Weisheit vermitteln möchte. Es ist für mich so, ja. Es ist unheimlich befriedigend. Ich brauche kein Lob von außen, ja. Das schaffe ich mir selbst. Weil wenn du in so einer Welt bist, in der du selbst zirkulierst und funktionierst, musst du auch so sein. Weil ich kann nicht da sitzen und von außen irgendeinen Input erwarten, der halt einfach nicht kommen wird, ja. Das ist sicherlich ein persönlicher Charakterzug, den man vielleicht haben sollte, wenn man sowas macht, ja. Aber es ist keine Grundvoraussetzung, ja. Das ist auch, ich kenne zum Beispiel Sänger, die, wenn sie alleine irgendwie, oder mir geht's genauso, wenn ich alleine irgendwie hier im Kämmerchen sitze und spiele, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn du dann auf der Bühne stehst und da stehen da wirklich irgendwie ein paar tausend Leute vor dir. Das ist eine ganz andere Energie, also das kann man nicht vergleichen, ja. Persönlichkeit, also der Job, oder ich sag's mal andersrum, die Ausbildung hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe ja vorher studiert, wie ich gesagt habe, in meiner persönlichen Entwicklung, weil ich da so eine Disziplin auch an den Tag legen musste und sie auch in mir erkannt habe. Also das war nichts Auferzwungenes. Ich habe gemerkt, hey wow, das ist ja in dir drin. Und dann machst du das noch für so eine tolle Sache. Also das prägt natürlich einen Menschen, ja. Und ich würde aber sagen, in meinem Fall, wenn ich es selbst beurteilen kann, zum Positiven, ja. Es ist immer gut, irgendwie einen roten Faden zu haben, ja. Und es ist auch gut, sich mal zu verlieren. Deine Gitarren haben ja auch viel so künstlerische Aspekte drin. Würdest du sagen, dass deine Arbeit ist, ja, siehst du sie als Kunst oder eher als Handwerk oder gibt es da vielleicht nicht wirklich eine Unterscheidung? Also es ist schon so, dass ich meine Arbeiten, die ich selbst mache, also die Gitarren, die ich herstelle, als Kunst ansehe. Ich habe selbst lange gebraucht, das wirklich so für mich zu begreifen. Wenn du mich vor 20 Jahren auf einer Party gefragt hättest, was machst du denn so, hätte ich gesagt, ich bin Handwerker, ja. Aber es ist definitiv mehr, weil jede Geschichte, oder andersrum, jede Gitarre, die ich mache, mache ich nur, wenn mich irgendwas kickt, wenn ich irgendeine Geschichte dahinter habe. Wenn ich das Gefühl habe, was ich vorhin gesagt habe, das muss raus, ja, das muss raus. Es ist auch gar nicht so interessant, ob das die Leute interessiert. Mein Gefühl ist, es muss raus aus mir, weil dafür bin ich gerade in diesem Augenblick hier. Dafür habe ich diese Fähigkeiten, deswegen mache ich das. Es ist definitiv Kunst, also du kannst ja bei mir auch keine bestellen. Wenn ich jetzt sowas mache wie die Frankfurt History Guitar, das machst du einmal in deinem Leben und ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Ich hätte auch da sitzen können und sagen, oh nee, das ist ja voll der Stress. Und um ehrlich zu sein, also wenn du im Nachhinein dir überlegst, was das für eine Riesenaktion war, auch mit der Ausstellung Bahnhofsviertelnacht, ja.
hätte ich das alles gewusst, dann hätte ich mir das wahrscheinlich noch 3-mal überlegt. Aber zum Glück habe ich ja nicht überlegt und zum Glück überlege ich ja generell nicht so gerne. Ja. Ich habe es halt getan, ja. Aber das ist ein Ding, das nimmt ja keiner weg. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie sich das da alles so gefügt hatte. Ich habe keine Ahnung von Licht gehabt. Ja. Ich bin dann meinem ehemaligen Nachbarn zufälligerweise begegnet, der ein Lichtguru ist. Der hat mir dann das Licht gemacht. Ja. Und da merkst du dann so, ey, was du da gerade so machst, ja, er zieht dann ganz weite Kreise, also von denen du gar nicht gedacht hast, dass du das beeinflussen kannst. Das kommt dann einfach zu dir und dann läuft das. Dann ist das ein Flow und dann schwimmst du auf so einer Welle und dann, wenn alles vorbei ist, ich kann mich noch daran erinnern, habe ich im Café Kante hier in Frankfurt gesessen, nachdem ich alles abgebaut habe und habe mir irgendwie ein Frühstück bestellt. Und dann hat die Tischnachbarin die Zeitung aufgemacht und die FAZ und was ein Riesenbericht mit meinem Beitrag zu diesem Bahnhofsviertelfest drin. Ja. Und dann sitzt du da und dann, vielleicht siehst du es sogar über die Kamera, kriegst du Gänsehaut und echt Pipi in die Augen, weil du denkst, wow, also nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil irgendwie alles wollte, dass das passiert. Ich war da eigentlich dann, wenn du so willst, nur ein kleiner Handwerker, der das möglich gemacht hat. Ja. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abgehoben, aber das sind ganz andere Dinge, die dann noch irgendwie so über oder unter uns schweben, die uns solche Dinge machen lassen. Ja. Die Fähigkeiten habe ich mir selbst angeeignet. Ja. Und welches deiner Projekte, würdest du sagen, hat dir am meisten bedeutet? Welches meiner Projekte hat mir am meisten bedeutet? Also natürlich Frank the Story Guitar war ein mega Ding mit einer riesen Story. Und das ist ja auch so, das entsteht ja nicht, weißt du, ich sitze da nicht da und dann mache ich das und dann mache ich das. Der Prozess ist dann im Machen, während ich das Holz aufsäge, passiert dann was anderes. Das könntest du ja machen. Also diese Sache, dass ich das mit Mainwasser gewässert habe, das ist mir dann beim Spaziergang gekommen. Also das habe ich mir nicht vorher überlegt. Also es gibt bestimmt irgendwelche Marketingagenturen, die da irgendwie so ein 5-köpfiges Team sitzen haben, die sagen, hey, das Mama, hey, der Typ, der sieht so urig aus und dann lässt er sich einen Bart wachsen und dann ist es eine Mod-Story. Aber das passiert einfach. Ich glaube, mein Part an der Geschichte ist einfach, dass ich so Dingen immer offen gegenüber bin. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was ich mir aus meiner Kindheit bewahrt habe, immer so die Gier nach Neuem zu haben. Also dieses Neugierigsein. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Ja. Aber umgekehrt habe ich nie gedacht, was passiert, wenn ich das nicht mache. Also das Machen war immer sehr wichtig für mich und ist es noch. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, was das wichtigste Projekt ist, das ist noch nicht passiert. Also die haben alle ihre Wichtigkeit und sind so kleine Stufen, also nicht im Sinne nach oben, sondern einfach nur kleine Stufen, die man geht. Und ich überlege mir das nicht. Ich denke auch nicht, ich sitze nicht in der Werkstatt, repariere eine Gitarre und denke mir so, boah, was machst du jetzt als nächstes? Nee. Auch wieder aus der Ruhe heraus sitzt du dann da und dann merkst du schon, jetzt geht's schon wieder los, ja, jetzt geht's schon wieder los. Und dann kommt das halt, ja. Und dann ist es an mir, es anzunehmen und mit meiner Händearbeit durchzuführen. Und das ist toll. Ja. Eine abschließende Frage und vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten, aber generell würdest du sagen, du bist glücklich und wo du bist, was du machst? Ob ich glücklich bin mit dem, was ich mache und wo ich bin? Definitiv ja. Ja. Definitiv ja. Man darf nicht vergessen, Glück ist ein Ausnahmezustand. Kein Zustand, den du ständig halten kannst. Das ist wie ständig mit Puls 180 unterwegs zu sein. Nicht gut auf die Dauer, ja. Aber ich würde Glück vielleicht ein bisschen relativieren und sagen, es ist befriedigend, ja. Es erfüllt mich. Es erfüllt mich, ja. Ich bin das Gefäß, ich bin dafür gebaut, um voll zu sein. Und das tut's. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Super. Hast du noch was? Nee, das wär's von meiner Seite aus. Also wir können das auch gerne nochmal machen. Das war absolut, perfekt. absolut gut so. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wollen würdest? Was dir wichtig ist? Dass du sagst, weil du meint, was du
willst ja auch ein bisschen inspirieren vielleicht. Ja, ich würde vielleicht noch was zum Handwerk sagen. Genau, ja. genau, das war ein bisschen Ja gut, das mache ich jetzt einfach mal so frei, ja. Genau. Also, wer sich das jetzt auch immer so anguckt und so denkt, dass das alles so Schlaraffenland und alles supi-dupi Insta-Blink-Blink ist, das ist es nicht. Ich meine, das ist ein Handwerksberuf, da schluckst du Staub, da schneidest du dir ständig in die Finger und hier die Werkstatt ist auch nicht beheizt. Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß. Man lebt so mit den Jahreszeiten. Das muss man wollen und auch können, ja. Aber es gibt einem wirklich unheimlich viel zurück und ich mache jetzt dieses Video und auch die anderen Videos, die ich mache, auch nicht einfach so, weil ich so gerade nichts Besseres zu tun habe, sondern um halt einmal den Leuten zu zeigen, wie es ist, mit Händen was zu machen, weil ich verteufel auch nicht die neue Technik und CNC-Maschinen und was weiß ich was, aber eine Gitarre, die mit einer CNC-Maschine gefräst ist, hat mit Handwerk genauso viel zu tun wie Obst mit einem Stück Fleisch, nämlich gar nichts. Ja. Ich habe das so gelernt, ich war auf der Schule in Mittenwald, ich habe das so gelernt und es ist für die jungen Leute da draußen, die vielleicht auch mit Angst da reingehen, vergesst diese Angst. Ja. Die Angst wird immer da sein und sie ist eigentlich auch nichts Schlechtes. Ja. Ihr müsst es einfach machen, wenn ihr merkt, und hier sitzt jemand, der 3 Studiengänge abgebrochen hat, seid mutig. Also beißt euch da nicht durch. Wenn ihr merkt, das ist nichts für mich, sowohl Handwerk oder als auch was zu studieren, hört auf damit. Ihr habt ein Leben. Macht es so cool, wie es geht und so what, ja. Wir leben hier in einem tollen Land. Ich komme ja gar nicht aus diesem Land, ja. Wo es so viele Möglichkeiten gibt. Die Schranken machen im Endeffekt wir. Ich genauso wie ihr da draußen auch. Ja. Machen, ausprobieren. Wenn es nicht funkt, was anderes. Aber es gibt ja so viele tausend geile Sachen auf dieser Welt, die man irgendwie mal machen kann. Und ich sage jetzt nicht, da musst du hier ein Jahr in Amerika verbringen, dann mal nach Australien reisen und irgendwelche Kängurus jagen. Das mag auch alles seine Befriedigung haben und auch irgendwie einen Grund. Aber im Prinzip, und das ist ja das Tolle, dass wir in einem Land leben, in einer Welt leben, wo wir entscheiden können, wie viel Freiheit wir uns nehmen für das, was wir tun und vor allen Dingen für das, was wir nicht tun. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das muss ja nicht so am Stück machen, kannst du ja mal ein bisschen rumschnibbeln. Ja, ja, mega gut. Ja? Ja, wirklich, ich fand's ganz wunderbar, ja. Also wir können noch ein paar Fragen dranhängen, mir ist das wurscht. Ja. Eigentlich finde ich so alles beantwortet. Also ich finde es so toll, weil es mich halt auch immer so ein bisschen inspiriert, ne? Weil das, was ich hier mache, habe ich mir auch nicht ausgesucht. Das kam ja, also nicht aktiv zumindest, das kam mir mehr aus der Luft raus, dadurch, dass es mir so schlecht ging. Und deswegen finde ich das immer super wichtig, so Stimmen auch zu hören und allgemein das Handwerkliche dahinter. Habe ich das, was ich mache, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Handwerk. Aber, ja, natürlich ist das. Ja, natürlich aber ist jetzt das, nicht ja. so in der Art und Weise, wie du Ja, das es ist, machst. ich meine, das ist, wie gesagt, das Handwerk, ja, das kann ich ja vielleicht noch ein bisschen drauflabern. Das Handwerk, das zeigt dir ja auch Grenzen auf. Ja? Also weißt du, ich kann nicht 8 Stunden am Stück an der Hobelbank mit einem 3 Kilo Metallhobel irgendeine Planke gerade ziehen. Das kann ich machen, das mache ich einmal, aber dann bin ich auch mal irgendwie 4 Wochen beim Chiro-Dauerpatient. Weil das funktioniert nicht. Ja? Es zeigt dir auch die Grenze. Es zeigt dir, dass du halt ein Mensch bist, ja, der bis hierhin belastbar ist und auch nicht weiter. Vielleicht kann ich das doppelt so lang wie jemand anders. Das macht dich aber nicht zu einem besseren Menschen. Ja? Vielleicht bist du leidensfähiger. Ja? Und das ist vielleicht auch dieses Ding, was viele Leute heutzutage nicht mehr haben. Also ob du eine Grenze dir im Kopf aufbaust, ja, oder sie physisch erfährst, indem du halt auch, ich bin ja auch gerne ein Stück weit Sportler, wo du auch merkst, hey, na klar kann ich hier diesen
diesen Gang den Berg drauf treten. Ja, aber dann bin ich halt total im Eimer. Dann ist die nächste Woche gelaufen. Da geht dann nichts mehr bei mir. Ja? Wenn du dich dafür entscheidest, mach's, aber dann sei dir der Konsequenzen bewusst. Ja? Oder du schaltest einen Gang höher und hast am nächsten oder am übernächsten Tag auch nochmal eine richtig schöne Radtour und hast im Endeffekt mehr davon, als wenn du dich einmal sowas von gegeißelt und niedergemacht hast. Ja? Sei halt auch einfach ein bisschen lieb zu dir selbst. Ja? Und dann ist das alles in Ordnung. Ja? Aber wie gesagt, ich bin kein Prophet, bin nur ein Handwerker. Ja, ich meine, das sind ja alles so Sachen, die entstehen nicht, wenn du drüber nachdenkst. Also bei mir nicht. Es mag Leute geben, die irgendwie sinnieren und dann ihren Weg finden. Ich muss das halt immer machen. Ja. Und ich bin dankbar. Ich wüsste gar nicht, wohin ich mit der Energie sollte. Also ich wüsste echt nicht. Würdest du aber sagen, jemand, der die Energie nicht hat, macht das Falsche? Also wird im Grunde, hat das jeder irgendwo in sich drin, der muss nur das Richtige finden? Also ich bin der festen Überzeugung, ich kriege ja, Insta-mäßig ist ja bei mir hier brutal, ja. Und ich kriege so viele Fragen aus der ganzen Welt, die Leute schreiben, ja, ich würde das so gerne machen. Und ich frag dann einfach zurück. Oder ich schreibe einfach, just do it, ja. Ja, aber wieso ist das? Ja, ich sage, du kannst das genauso gut wie ich. Du kannst das genauso gut. Simone, du kannst das genauso gut wie ich. Du gehst jetzt, Oktober fängt das neue Schuljahr an in der Geigenbauschule in Mittenwald, schreibst dich da ein, ziehst die 3,5 Jahre durch, machst das 25 Jahre lang, dann bist du mindestens genauso gut wie ich heute. Weißt du, was ich meine? Da gibt es auch keine Konkurrenz oder sowas. Ja. Viele Leute, habe ich dir auch erzählt, auch von der Innung und so, ja, Nick, zeig mal nicht zu viel in deinen Videos. Was soll ich denn zeigen? Das ist doch kein Geheimnis. Das ist Handwerk. Das ist keine Zauberei. Ja. Und du brauchst dich nicht fürchten. Und wenn du merkst es ja selbst, wenn du irgendwas gemacht hast und es ist cool für dich, ja, also weißt du, und darum geht es prinzipiell, dass es cool für dich ist, dass du damit leben kannst. Ich habe in meinem Leben über 10.000 Gitarren repariert, weil ich repariere hauptsächlich, ja. Das ist so womit ich mein Geld verdiene. Viele meiner Kollegen mögen das gar nicht, aber ich finde es total geil, weil ich da halt immer was lerne. Es ist jedes Mal was anderes. Wenn du so viel Erfahrung abgespeichert hast, dann ist die Angst irgendwo da hinten in der Ecke oder lässt sich gar nicht mehr blicken. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Das nennt sich Selbstbewusstsein im positiven Sinne. Sich dessen bewusst sein, was man kann und, was ich vorhin gesagt habe, was man auch nicht kann. Ja. Weißt du, wenn ich habe jetzt da auch eine Reparatur, wo ich mir denke, ja, ich könnte das machen, aber das sprengt den finanziellen Rahmen, den der Kunde sich vorstellt. Und ich will mir diesen Stress nicht geben. Ja. Das sind auch so Fahrwasser, in die ich mich begebe, aber in die ich mich auch immer bewusst begebe, wo ich am Ende gar nicht weiß, was dabei rauskommt. Aber das sind die geilsten Geschichten. Das sind die geilsten Geschichten. Das sind die Abenteuer eines Handwerkers. Ja. Also das ist immer toll. Ja. Weil du gemeint hast, wenn du das Gefühl hast, du hast das nicht, du hast es, du siehst es nur gerade nicht. Weil da gerade andere Klappen davor sind. Nee, es ist so. Es ist so. Also das ist... Und ich habe dir ja auch, als wir da Kaffee trinken waren, habe ich dir ja auch gesagt, dass es eigentlich toll ist, dass es... Ich meine, ich bin ja doppelt so alt wie ihr mindestens. Ja, junge Menschen gibt, die sich in dem Alter schon so... Ich sag jetzt einfach mal öffnen, ja. Weil es ist ja nicht einfach zu sagen, hey, ich bin total am Arsch, ja. Ich bin jetzt gerade mal depressiv, mir geht's gerade nicht gut, ja. Da gehört ganz viel Mut zu, ja. Es ist einfacher, den Scheiß weiterzumachen und zu leiden, als zu sagen, Alter, ich kann nicht mehr, ja. Es ist jetzt eben langt's, ja. Es ist aus die Maus, ja. Ich sehe das in meinem Bekanntenkreis, vielleicht auch bedingt durch diese Corona-Jahre. Das ploppt auf wie die Pilze im Wald im Herbst. Das ist eine Katastrophe, ein menschliches Desaster, ja. Das ist aber auch nicht passiert in diesen 2 Jahren. In diesen 2 Jahren ist es nur rausgekommen. Das passiert die ganze Zeit, ja. Und ich bin wirklich heilfroh, dass ich zumindest diese Bürde nicht irgendwie auf meinem Rücken habe, ja. Man weiß ja nie, was passiert, aber ja.
das gut gesagt. Ja, es ist so. Es ist so, ja. Und es ist bei allen alles da. Bei allen. Bei dir, bei den Jungs auf der Straße, die das Zimmer da vorne renoviert haben. Alles da. Die Leute, die näher an der Natur sind, die haben das nie verloren. Oder der Weg dahin, es wieder aufzumachen, ist nicht so ein langer, ja. Und das ist die Beschwerlichkeit, die wahrscheinlich du vielleicht verspürst, ja, dass du denkst. Und ich kenne auch diese Ungeduld, die habe ich auch immer noch, ja. Die habe ich auch, wenn ich was mache, weil ich ich will, das ist ja so dieses Gefühl, das muss jetzt und ich will jetzt noch das und so. Aber weißt du, du musst dann auch irgendwann mal, ich sag mal, die Größe haben, nicht im Sinne, dass du klein bist, sondern im Sinne, sich selbst einzugestehen, ich lasse es jetzt mal liegen, ja. Ich lasse es jetzt mal liegen. Guck mal, wenn ich eine Gitarre baue, theoretisch könnte ich das, wenn ich das durchziehe, in 2 Monaten machen, ja. Aber das Leben hat mich gelehrt, weil ich ja von Reparaturen lebe, wenn ich selbst sowas mache ich das zwischendurch und wie ich dir vorhin erzählt habe, auch nur in so einem, also ich setze mich nicht hin und meditiere, bis ich jetzt mäßig hier auf dem Low-Beam bin, sondern ich spüre das dann einfach. Ich denke so, ja, ich habe jetzt voll Lust, das zu machen, ja, jetzt richte ich die Planke ab, ja. Und dadurch, dass das halt immer so partiell ist, wo ich mich quasi meiner Kunst widme, habe ich gemerkt, dass die Gitarren viel besser klingen, weil die auch ihre Zeit brauchen. Du hobelst so ein Ding, du hast so Spannungen im Holz, dann setzt sich das wieder. Und dann denkst du, hey, ich habe das vor 2 Monaten gerade gehobelt, wieso ist denn das jetzt wieder wellig? Dann hobelst du es halt nochmal und das machst du so lange, bis es gut ist, ja. Und dann ist es auch egal, wie lange es dauert, weil es geht ja nicht darum, und das ist ja das Schöne, wenn du keine Auftragsarbeit hast, dass du einen Kunden im Nacken hast, der sagt, hey, ich will das Ding jetzt haben, Du hast gesagt, 1 Jahr, jetzt sind schon 1,5 Jahre. Das möchte ich nicht haben, ja. Da verzichte ich auf dieses Geld. Dann nehme ich lieber die Freiheit. Und dann ist das auch okay. Und du musst dir auch die Zeit geben. Weißt du, wenn wir Glück haben, also wenn wir wirklich Glück haben und uns viel mit uns selbst beschäftigen, ja, und auch uns nicht nur geiseln, sondern auch gut mit uns umgehen, sind wir dann in diesem Augenblick, wo sie so den Sargdeckel über uns zunageln, dann sind wir vielleicht in diesem Zustand, wo wir sagen, es ist okay, ja. Das ist wie mit dem Glück. Das ist nicht die ganze Zeit da. Aber es ist schön zu wissen, dass es das gibt. Ja.